Wir sind Jessie und Roberto und mit unserem Van Jimmy sind wir entlang der Panamericana unterwegs. Aktuell befinden wir uns auf Vancouver Island und an der Pazifikküste lernen wir wieder eine neue Seite des Landes kennen. Wer hätte gedacht, was für Erlebnisse uns da erwarten? Neopren und Surfbrett haben sie hier. Was meinst du? Guten Morgen und willkommen zu diesem neuen Vlog. Hier hinten irgendwo steht Jimmy und Robert hat mir gerade schon gezeigt, dass der Kaffee fertig ist. Also gehe ich kurz rein. Der Morgen hier ist ja wirklich traumhaft. Ich meine, dieser Strand, das ist einfach wunderschön. Aber jetzt gibt es erstmal Kaffee. Morgen. Guten Morgen. Kaffee ist schon fertig. Ja, ich war ein bisschen lange am Strand, ne? Ein bisschen lang, ja. Das war so schön. Ja. Okay. Kannst du Kaffee trinken? Ja. Dankeschön. Guten Morgen auch noch von meiner Seite. Roberto kommt doch mal aus dem Bett raus. Naja, Obwohl, ich habe Frühstück gemacht, ich habe Kaffee vorbereitet. ja, Ja. war ganz gemütlich jetzt im Van. Und ja, Aber, jetzt sind wir hier wieder am Strand. Denn zurzeit ist gerade Ebbe und da kann man ziemlich weit rauslaufen. Ja, also genießen wir die Zeit hier ein bisschen. Und dann überlegen wir uns, was wir noch heute machen wollen. Ja, es gibt einiges hier zu sehen. Wir müssen uns nur entscheiden. Ja. I found my heart again. You were standing there, you bravely let me in. I could wait a million years or more until you came knocking at my door. It's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. Ist kalt? Es geht, aber es ist das Meer. Ich war noch nicht im Meer. Das letzte Mal im arktischen Meer. Ja, eine Zeit her. Ja, ist schön. I found a star in you, always guiding me to where my words. Also kanadische Gänse sind auch im Meer anzutreffen. Für mich ist es irgendwie total schräg, Gänse im Meer zu sehen. Ja. Nicht? Ja. Die fühlen sich hier wohl wohl. Yeah, it's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night. Ich hatte schon Angst, dass sie die Duschen schon ausschalten. Ja, aber die funktionieren Herbst. richtig gut. Ja. Es war schön, oder? Ja. Die Entscheidung ist gefallen. Wir fahren los und es kommt uns zugute, dass hier auf der Insel die Distanzen nicht so groß sind. Denn wir haben uns entschieden, dass wir auf die andere Seite der Insel fahren. Jetzt sind wir im Osten und wir fahren in den Westen. Ich glaube, das ist sogar der bekannteste Ort
in Ja, würde ich auch Vancouver sagen. Island, oder? Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns da. Immer am Essen. Ja. Ich habe so gute Kekse gefunden im Superstore. Ja. Bist ja nur neidisch. So, der Weg hat sich doch ein bisschen länger gezogen als erwartet und wir haben spontan entschieden, denn es gibt hier wirklich sehr wenig Möglichkeiten, um legal frei zu stehen, dass wir einen Campingplatz nehmen. Es wurde... Wow! Also eigentlich ist hier alles voll, aber heute hat jemand seine Reservation gecancelt und wir stehen mitten im Regenwald. Sieh dir das an! Warte, ich steig gleich mal aus. Das ist der Wahnsinn. Seht euch das an? Das sieht richtig schön aus hier. Das ist doch der Wahnsinn. Ja. Mitten im Urwald. Ja. Also müssen wir heute wirklich nicht mehr in die Stadt. Nee, machen wir morgen. Ja, wir verbringen den Abend lieber hier. Ja. Wir haben uns jetzt spontan noch entschieden, ein Feuer zu machen. Wenn hier schon alles gegeben ist, müssen wir das auch einfach ausnutzen. Wir mussten zwar Holz kaufen, denn wir hatten keins dabei. Und ja, wir werden auf der Murica was kochen. Was gibt's feins? Irgendeine Form von Reispfanne. Wir haben halt einfach irgendwie... Ja, wir sind nicht ausgerüstet. Wir hatten ja nicht gedacht, dass wir irgendwie grillen werden. Ja, aber ich glaube, wir sammeln was zusammen, machen eine Reispfanne. Genau. Das wird gut. Das Gute ist ja, mit der Murica brauchen wir nicht viel Glut, sondern wir kochen auf der Flamme. Mir fällt das Reden schon ein bisschen schwer heute. Aber ja, somit brauchen wir auch weniger Holz. Wir müssen nur schauen, dass es nicht zu heiß wird. Letztes Mal war es ja ein bisschen dunkel, ne? warm. Ja. Ja. Naja. Jetzt noch ein bisschen. Meister. Genau, wir müssen einfach öfter mit der Murica kochen. Ja, während ich arbeite, isst Jessie schon. Ich hab so Hunger. Ja. Dosenerbsen. Was auf jeden Fall bei einem guten Grillessen nicht fehlen darf, ist gutes Bier. Ja, für die, die es wissen, wir haben ja in Tschechien gelebt und das ist einfach das beste Bier. Nicht wahr? Ich warte schon, dass ich auch einen dünnen Schluck krieg. Geht nichts über Pilsner. Ah, und das im kanadischen Regenwald. Was will man mehr? Warm genug?
schon. Alles. Gibt bald Essen. Letzte Zutat. Jetzt kommt noch der Reis rein und dann können wir essen. Den Reis haben wir vorgekocht, gebe ich zu. Was meinst du, wird das gut? Ja, sieht gut aus. Und mit diesem leckeren Döner verabschieden wir uns für heute. Es geht morgen wieder weiter. Guten Morgen. Morgen. Ja, gestern hat es den ganzen Tag geregnet, weshalb wir nicht wirklich viel gemacht haben, außer zu arbeiten und ja. Ja, irgendwie nicht so viel. Nicht so viel. Aber heute wollen wir umso mehr machen. Wir sind bei Ucluelet. Oder so. Oder so. Also wir wollen uns eigentlich die Ortschaft ansehen, aber davor möchten wir hier noch kurz an die Küste, denn ja, der Nebel steigt gerade. Die Stimmung ist, glaube ich, ziemlich cool und ich glaube, gerade da vorne an der Küste könnte es mal richtig cool aussehen. Also laufen wir mal dahin und schauen uns das mal an. Eigentlich wollten wir ja nur an die Küste, aber wir müssen hier durch diesen Regenwald wieder und das ist so faszinierend, wie intensiv der ist. Überall diese Flechten, Moose und ja, also ich meine, es regnet ja wohl auch sehr viel hier, also 270 Tage im Jahr soll hier Regen sein. Das würde auch erklären, wieso es eben ein Regenwald ist, aber trotzdem einfach das so zu sehen, obwohl ein paar hundert Kilometer weiter das Klima wieder so anders ist, ist schon sehr interessant. Wahnsinn. Hast du die Seehunde gehört? Ja, aber ich habe keine Ahnung, wo die sind. Man sieht sie nicht. Gesehen? Nee. Nein, ich habe sie auch nicht gesehen. Wir müssen da irgendwo mal schauen, aber es ist so schön hier. Also, hätte ich nicht gedacht. Und auch mit dem Nebel, richtig mystisch. Diese Runde ist wirklich etwas für alle Sinne. Man riecht das Meer. Da hinten hört man andauernd Seehunde. Und von da vorne beim Leuchtturm kommt ja, glaube ich, ein Nebelhorn. Also in regelmäßigen Abständen kommt da so ein, ich weiß nicht, Tröten, ein Horn. Und es ist neblig. Darum kombinieren wir das, dass das wohl das Nebelhorn ist. Aber völlig unverhofft ein Wahnsinnsspaziergang, wirklich.
Und jetzt geht's direkt ans Meer. Ich bin ja immer die gerne dann auf Felsen rumklettert und sich die Sachen auch aus der Nähe ansieht. Aber hier hinten kommen die Wellen rein und die haben so eine Wucht. Man merkt manchmal richtig, wie das Wasser bis reinkommt hier zwischen die Felsen und wie der Wasserspiegel dann jeweils ein bisschen ansteigt. Also ich kann mir vorstellen, es kann schon gefährlich sein, vielleicht auch mit Flut und wenn dann mehr Wellengang ist. Also man muss hier, glaube ich, schon ziemlich aufpassen. Wäre die Küste hier nicht schon faszinierend genug, dann sind da aber noch 2 Rehe da. Eine Mutter mit ihrem Kleinen. Oh, so süß. Wow, was war denn das bitte für ein Spaziergang? So spontan wollten wir an die Küste gucken und ja. dann 2,5 Stunden sind wir hier hängen geblieben. Ja, ist unglaublich, aber auch die Aussicht, die Tiere, das ja. ist, wow. Und auch mit dem Nebel, der kommt und geht, jetzt ist wieder voll Sonne, man sieht wieder die Berge rundherum, ja, aber Wahnsinn. Vor 10 Minuten war es noch komplett neblig. Das ist, ja. Ja, wir gehen jetzt wieder zurück zum Van und fahren in die Innenstadt, denn ja, deswegen sind wir eigentlich hier, ja, also in den Ort. Ja, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich eher ein Dorf, ist nicht sehr groß, aber es soll schön sein. Genau. Versuchen wir das heute noch reinzukriegen. Von Yuki nach Tough City in nur 30 Minuten. Endlich sind hier die Distanzen wirklich ein bisschen kürzer und wir haben nur eine halbe Stunde nach Tofino gebraucht. Hier sind wir nun, wir starten am Wasser und dann geht es in den Ortskern. Bisher macht Tofino einen richtig guten Eindruck. Also die ganze Wasserfront hier mit den kleinen Inseln, das sieht richtig cool aus. Gefällt uns sehr, vor allem auch die kleinen Boote und ständig ist irgendwas auf dem Wasser los. Richtig cool. Auf der anderen Seite ist Tofino nicht ganz so camperfreundlich. Zum einen, es gibt sehr viel Naturschutzgebiet, da kann man nicht übernachten und auf der anderen Seite, die Campingplätze, die da sind extrem teuer. Also im Schnitt kostet eine Übernachtung auf einem Campingplatz etwa 100 € und da ist gar nichts mit dabei. Also es ist unglaublich viel Geld, finden wir. Und ja, einen Tipp können wir euch aber geben. Es gibt einen Campground vom Nationalpark, der ist
glaube ich, 20 Kilometer außerhalb von Tofino. Der kostet nur $35 und da ist alles mit dabei. Wasser, Dusche, Toiletten und man steht mitten im Regenwald. Also das ist richtig cool. Wenn man so viel Glück hat wie wir, dass jemand abgesagt hat, findet man einen Platz. Ansonsten empfehlen wir, vorher anzurufen, einen Platz zu reservieren, denn die Plätze sind im Nu weg. Neopren und Surfbrett haben sie hier. Was meinst du? Ist noch ein bisschen zu früh. Wieso zu früh? Ja, erst in Mexiko. Das hat was. Ist auch günstiger. Ja, also hier ist schon einiges mehr los als in Ucluelet drüben. Obwohl, ja, natürlich das touristische Angebot ist ja auch umso größer. Es sind mehr Leute, aber es lebt eben auch mehr. Und ja, was man hier auch mehr hat, ist so ein bisschen so dieses Surfer-Feeling. Ich weiß nicht, irgendwie so, hier wirkt es ein bisschen ausgelassen, aber man sieht überall Surfbretter, Neoprenanzüge. Ja, ist schon cool hier. Und entsprechend dem Surf-Feeling, das man hier hat, gehen wir jetzt noch an einen letzten Ort. Was für ein schöner Platz. Seht euch das an. Hier hinten ist gleich der Strand. Und ich würde sagen, wir sehen ihn uns gleich mal genauer an. Wir sind am Long Beach. Das ist der Strand hier. Der ist wirklich lang. 16 Kilometer ist er lang. Ja, 16 Kilometer, das ist Wahnsinn. Man kann, glaube ich, wirklich stundenlang am Strand entlang spazieren, wortwörtlich. Aber das machen wir nicht. Wir sind eigentlich hier, um die Surfer zu beobachten. Ich finde das so cool. Wunderschön hier. Oh, ich finde es traumhaft. Und der Hut auch. Ja, wie findet ihr den? Bin wieder ein bisschen spät mit dem Trend, aber ich habe es doch noch geschafft.
like we were made for all the perfect moments like these. I just want us to get more and forever all of the time. You'll be mine. Ooh. Come follow, I know how the story goes. 'Cause we have been through the highs, yeah, we've been through the lows. Ooh, I just wanna breathe that fire again. So release my burden, let my every dream unchain. It's like we were made for all the perfect moments like these. I just want us to get more and forever all of the. Was für ein Abschluss für diesen Tag. Ich meine, diese Farben, dieser Strand, das ist... Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich hoffe, euch gefällt es genauso wie uns. Ihr seid genauso begeistert. Und zwar hoffentlich nicht nur von diesem Strand und diesem Abend, sondern vom ganzen Video. Und wir hoffen sehr, dass ihr nächsten Sonntag wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss. All of the time. You'll be mine. Oh, ist noch der Kate mit Hose drauf. Ah, ist das kalt! Alles für die Aufnahmen!